Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2025 war so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Sie lag wohl zwischen 83 und 84%, erreichte somit einen Rekordwert seit der Wiedervereinigung. Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt in einem Land die Demokratie, so heißt es. Der Mitbürger entscheidet durch die Wahlen über die künftigen Machtverhältnisse im Bundestag. Und je mehr Leute sich beteiligen, desto besser bilden die Wahlen das Interesse des Bürgers ab. Parteien versuchen vor allem, langfristige Wähler zu gewinnen. So haben einige Parteien klugerweise erkannt, dass man die Wahlpropaganda weitestgehend auf das Internet verlagern kann, um die aktiven, noch formbaren Jugendlichen zu erreichen, deren Meinung noch nicht über Jahrzehnte in Stein gemeißelt wurde. Über Social Media bewirken virale, plakative Videos mehr als trockene Artikel über das Wahlprogramm. Diese Taktik zeigte sich wohl auch erfolgreich in den Zahlen. Vielleicht erachten immer mehr Menschen das Wählen als sinnvollere Entscheidung für ein besseres Land und Zusammenleben. Es wird immer postuliert, dass jeder Wahlberechtigte wirklich auch wählen sollte. Das ist klar verständlich. Das Nichtbeteiligen kann zu höheren Anteilen von anderen, vielleicht nicht erwünschten Parteien bei gleichbleibender Anzahl an Stimmen führen. Stell dir vor, es gibt 100 Wahlberechtigte. Alle 100 gehen wählen. Partei X hat 20 Stimmen bekommen, also 20% der Gesamtstimmen. Wenn aber stattdessen nur 50 der 100 Wahlberechtigten wählen gehen, hat Partei X mit den gleichen 20 Stimmen 40% der Gesamtstimmen. Nichtwähler haben eine Meinung, äußern sich aber nicht und bleiben somit unbeachtet. Wenn es also eine Partei gibt, von der du glaubst, sie könnte wirklich etwas ändern, zählt deine Stimme. Doch das alles ist nur die eine Seite. Während es für einige ein Privileg ist, mitentscheiden zu dürfen, was in einem Land passiert, sind andere der Auffassung, dass die Wahlen zu keinem wirklichen Wandel in der Wohlfahrt führen. Wenn Wahlen irgendeine Bedeutung hätten, würde man uns nicht erlauben, sie abzuhalten. Mark Twain. Politiker sind nur Darsteller auf der Bühne, doch wer schreibt das Drehbuch? Hast du wirklich die Wahl oder darfst du nur wählen gehen? Der ehemalige deutsche Kabarettist Volker Pispers beschrieb die Lage folgendermaßen: Wenn man nicht die Richtung eines Zuges bestimmen kann, ist es egal, wer der Lokführer ist. Wir müssen den Zug anhalten, anstatt alle 4 Jahre den Lokführer neu zu wählen. Es wird keine Politik für die kleinen Leute gemacht. Egal welche Koalitionen zustande kommen. Was hat sich in den letzten 30 bis 40 Jahren wirklich an den Punkten Rente, Staatsverschuldung, Bildung, Gesundheit, Steuerabgaben und Arbeitslosigkeit verändert? Wir reden nicht von Plastikdeckeln, die nun an den Einwegflaschen befestigt sind. Wir reden von richtigen Reformen, die den Zustand des Mitbürgers signifikant verbessern. Aber uns wird immer suggeriert, dass es einen Fortschritt gibt. Doch was fühlt der Bürger in Wirklichkeit? Leben wir in einer Scheindemokratie? Warum glaubt man, dass die Politik nur den Vermögenden zugutekommt, während sie Geringverdiener nur noch stärker belastet? Kapital wächst schneller als Arbeitseinkommen. Thomas Piketty zeigte in seinem Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert, dass die Kapitalrendite langfristig oft höher ist als das Wirtschaftswachstum. Das ist ein fundamentales Problem. Arbeitseinkommen werden in den meisten Ländern höher versteuert als Kapitalerträge, wie Aktiengewinne oder Erbschaften. Bei einer Inflation verlieren Menschen mit geringem Einkommen stärker an Kaufkraft. Sachwerte wie zum Beispiel Immobilien gewinnen stattdessen an Wert, was den Vermögenden hilft. In Deutschland lag in den 1990er Jahren der Spitzensteuersatz noch bei 53%. Als wir 1998 die rot-grüne Regierung bekommen haben, war die Hoffnung groß, dass die absurde Umverteilung von unten nach oben endlich aufhört. Was hat diese Regierung damals zuerst gemacht? Sie senkte den Steuersatz auf 45%. Damit wurden Wohlhabende entlastet, während Normalverdiener immer noch eine hohe Steuerlast hatten.
Weiterhin zum Beispiel 2007 unter der Koalition CDU-SPD wurde die Mehrwertsteuer von 16 auf 19% erhöht. Erstmal scheint es so, als würde es jeden gleich treffen. Doch man muss genau hinschauen. Konsum ist für jeden Menschen zwar nötig, doch Geringverdiener geben einen größeren Teil ihres Einkommens für den Konsum aus. Sie sind also stärker von dieser Erhöhung betroffen. Weiterhin Abschaffung der Vermögenssteuer. 1997 wurde sie ausgesetzt und seitdem nicht wieder eingeführt, aus Gründen, die man nicht wirklich versteht. Privatisierung von Wohnungen an große Investoren, mehr Besitz für die Investoren, während die Mieten für den kleinen Mann steigen. Man könnte noch weitermachen mit Maßnahmen, die Reiche immer reicher machen, die Mittelschicht immer mehr unter Druck setzen und die Armen immer ärmer machen. Fördern bei den Reichen, fordern bei den Kleinen. Wohin führt das Ganze? Volker Pispas warnt vor einem Kapitalismus im Endstadium, wie es in Amerika der Fall sei. Die Reichen haben sich komplett zurückgezogen. Eigene Wohnviertel mit Zäunen und Sicherheitspersonal, eigene Kindergärten, Schulen, Unis, Krankenhäuser. Die Mittelschicht braucht 2 Jobs parallel, um überhaupt halbwegs klarzukommen. Das letzte Drittel sitzt komplett im Dreck, obdachlos oder sitzt in Vierteln, in die sich nicht mal mehr die Polizei traut. 95% aller amerikanischen Medien befinden sich in der Hand 5 reicher Familien. All diese Dinge kommen uns langsam bekannt vor. Wir steuern in diese Richtung und wir können diesen Zug nicht anhalten. Dies führt uns wieder an den Anfang, zu den grundlegenden, teils umstrittenen Fragen. Wie richtig ist es überhaupt, jeden Wahlberechtigten eine Entscheidungsmöglichkeit zu geben? Das beste Argument gegen die Demokratie ist ein 5-minütiges Gespräch mit einem durchschnittlichen Wähler. Ich glaube nicht an die kollektive Weisheit individueller Ignoranz. Wir haben trotz alledem im Vergleich zu vielen anderen Ländern einen guten Standard. Ein von Menschen entwickeltes Konzept wird vielleicht nie lückenlos sein. Wenn es im System einige Fehler gibt, wird es auch immer Menschen geben, die versuchen, egoistisch ihren eigenen Weg zu finden. Heute wird jeder Mensch in Deutschland mit knapp 30.000 € Staatsverschuldung geboren. Da braucht es uns nicht wundern, dass wir schon mit dieser kapitalistischen Denkweise auf die Welt kommen.